Minus 29% sagt dieses Rabattschild. Ein echtes Angebot von heute Morgen und dieselbe Flasche 2 Shops weiter, knapp 30 Euro billiger, ohne Rabattschild. Fast jedes zweite Rabattschild macht dich ärmer. Das ist kein Bauchgefühl, das habe ich heute gemessen. Über 1000 Rabattschilder quer über unseren eigenen Rum-X-Marktplatz. Genaue Rechnung, die kriegst du gleich. Und das Verrückte dabei, da betrügt dich gar keiner. Und genau darum geht es heute. Letztes Video habe ich es dir versprochen. Heute kläre ich, warum ich mich weigere, dir Fake-Rabatte zu zeigen. Das kostet mich echten Umsatz, es ist aber trotzdem das Richtige. Und dafür habe ich was vorbereitet, das ich so noch nie öffentlich gezeigt habe. Ich habe mir nämlich einen ganzen Nachmittag Zeit genommen und habe mal als Experiment gebaut, wie Rum-X mit den gängigen Dark Patterns denn aussehen würde. Also mit den Tricks, die dich beim Online-Shopping zum Kaufen schubsen sollen. Countdown-Timer, nur noch 2 Flaschen verfügbar, fette Streichpreise. Kommt dir das bekannt vor, oder? In Teil 2 zeige ich dir das Ding komplett und warum es trotzdem nie online gehen wird. Und eins noch vorweg, ich habe bei der Auswertung auch was richtig Unangenehmes gefunden über Rum-X selber. Auch das kriegst du heute. Und du siehst, was ich deswegen auf Rum-X grundlegend umgebaut habe. Wir schauen uns das heute in 3 Teilen an. Teil 1, das Rabattschild. Teil 2, die Versuchung. Und Teil 3, der Kompass, den ich stattdessen gebaut habe. Ach ja, ich bin übrigens Olli. Ich habe Rum-X die letzten 8 Jahre gebaut. Die größte Rum-App der Welt mit über 50.000 Nutzern. Und falls du uns noch nicht kennst, wir arbeiten mit über 50 Rum-Shops aus ganz Europa zusammen und die melden uns jede Stunde ihr komplettes Sortiment. Jede Flasche, jeden Preis und jeden Rabatt. Und das packen wir quasi in ein einheitliches Regal zusammen. Quasi wie Amazon, nur eben für Rum. Los geht's! Teil 1. Ich habe heute Morgen mal unseren kompletten Marktplatz durchforstet. Also alles, was gerade in Deutschland lieferbar ist. Das sind so 17.591 Angebote und bei 1.039 davon melden uns die Shops so ein Rabattschild, also ein durchgestrichener Preis, minus so und so viel Prozent. Meistens steht da so um die minus 16% drauf, in der Spitze aber bis minus 57. Und von diesen 1.039, da hatten 809 noch mindestens ein weiteres Angebot für exakt dieselbe Flasche. Da gibt es also quasi einen echten Vergleich und genau den habe ich mir angeschaut. Also was kostet dieselbe Flasche denn gerade bei den anderen? Und das Ergebnis? Von diesen 809 sind 50% teurer als dieselbe Flasche woanders kostet, obwohl da ein Rabatt draufsteht. Und diese Hälfte, die liegt dann typischerweise so 12% über dem besten Preis. Und 45%, die schlägt sogar ein ganz normaler Preis. Also einer, wo überhaupt kein Rabattsschild dran hängt. So, und jetzt schauen wir uns noch die durchgestrichenen Preise mal selber an. Da liegen typischerweise 25% über dem echten Marktpreis. Also auf dem Schild steht durchgestrichen 100 Euro. Am Markt kriegst du dieselbe Flasche aber für um die 80 Euro. Und bei fast jedem dritten Schild wird es noch absurder. Da ist nämlich der durchgestrichene Preis höher als das teuerste echte Angebot am ganzen Markt. Lass das mal sacken. Da wird ein Preis durchgestrichen, den gerade keiner verlangt. Nicht mal der teuerste Shop. Und bevor du jetzt denkst, die Rum-Shops, die wollen dich alle übers Ohr hauen. Nee, jetzt kommt nämlich der wichtigste Satz vom ganzen Video. Keine Anklage, reine Mathematik. Ein Rabattschild vergleicht nämlich den Shop mit sich selbst. Dich interessiert aber der Markt. Rabatt heißt billiger als vorher, hier nicht billiger grundsätzlich. Der Shop, der kann dabei völlig ehrlich sein und du zahlst trotzdem drauf, weil 3 Regale weiter dieselbe Flasche ohne Schild halt weniger kostet. Und das ist jetzt kein grundsätzliches Rum-Problem, das ist viel größer. Ein Discounter-Café hat es damit bis vor den Bundesgerichtshof geschafft und eine Ananas bis vor den Europäischen Gerichtshof. Kein Witz. Also 2 Fälle, beide rechtskräftig und die schauen wir uns jetzt mal kurz genauer an. Fall 1, der Kaffee. Netto verkauft Jakobskrönung für 4,44 €.
dann eine Woche lang für 6,99 € und dann wieder für 4,44 €. Jetzt aber mit einem großen minus 36% Hinweis drauf. Der Rabatt war also einfach der Rückweg zum alten Preis. Und der Bundesgerichtshof, der hat dazu letzten Oktober klargestellt, der echte Tiefspreis der letzten 30 Tage, der muss klar erkennbar sein. Nicht als Fußnote irgendwo im Kleingedruckten. Schau dir die Kurve mal genauer an. So ein Preisverlauf, der zeigt dir das Problem in einer Sekunde. Und merk dir die Kurve, die siehst du in Teil 3 nochmal, dann nicht mit Kaffee, sondern mit Rum. Fall 2, die Ananas. Aldi Süd verkauft als Preishighlight die für 1,49 €. Bloß kurz davor hat die schon mal 1,39 € gekostet. Das Highlight lag also über dem Tiefspreis. Und der Europäische Gerichtshof, der sagt seitdem, wer mit Prozenten wirbt, der muss sie an diesem 30-Tage-Tiefspreis rechnen. Und wie groß ist das Ganze jetzt außerhalb vom Gerichtssaal? Die britische Verbraucherorganisation Which, die hat mal 175 Black Friday Deals ein ganzes Jahr lang verfolgt. Was glaubst du, wie viele davon waren am Black Friday auf ihrem Jahrestiefspreis? 0. Und der deutsche Preisvergleich Idealo, der hat auch nachgemessen. Die echte Ersparnis am Black Friday, die lag im Schnitt bei 7%. Fairerweise auch das, die meisten Deals, die waren immerhin etwas günstiger und flächendeckende Vorab-Preiserhöhungen fand Idealo auch nicht. Das Problem ist also selten der Preis, das Problem ist der Anker daneben. Und warum fallen wir da alle drauf rein? Mach mal selber den Test. 349 durchgestrichen und daneben 199. Fühlt sich jetzt an wie nach einem Geschenk, oder? Dein Kopf, der kann da gar nicht anders. Und Psychologen, die nennen das den Ankereffekt. Also die erste Zahl, die du siehst, die wird zum Maßstab für alles, was danach kommt. Selbst wenn sie komplett frei erfunden ist. Und der Strichpreis ist genauso ein Anker. Und ob die 349 überhaupt je irgendwer bezahlt hat, das prüft dein Bauch dann auch nicht nach. Und die Branche, die weiß das. Die EU-Kommission hat mal die beliebtesten Shops und Apps untersuchen lassen und bei 97% haben sie mindestens ein Dark Pattern gefunden. Also genau diese Schubstricks von vorhin. Forscher in Princeton sind bei so einer Untersuchung sogar auf Countdown-Timer gestoßen, die nach Ablauf einfach wieder von vorne anfangen. Also nochmal, dein Kopf, der kann gar nichts dafür. Genau darauf sind diese Dark Patterns ja gebaut. Teil 2. Und jetzt wird es unangenehm für mich selber. Ich sitze ja selber zwischen den Stühlen. Jeder E-Commerce-Ratgeber, jede Konferenz, jedes Tool, die erzählen dir alle dasselbe. Knappheit rein, Timer rein, Streichpreise rein. Da steigt die Klickrate. Das ist nicht mal böse gemeint, das ist einfach das Lehrbuch der Branche. Deshalb habe ich für dieses Video die alle mal eingebaut. Da ist alles drin. Der Timer, der Druck macht. Die 2 Flaschen, die gar keine Limitierung sind. Der Strichpreis, den nie einer bezahlt hat. Und 7 Leute, die es angeblich gerade anschauen und um die Flasche schleichen. Alles erfunden, genau wie die Timer von eben. Das war jetzt ein Nachmittag Arbeit und der geht natürlich nicht live. 2 von diesen Tricks, die hatte ich damals schon direkt verworfen. Jeden Rum als Angebot labeln, nee, wenn irgendwie alles blinkt, ist nichts mehr wahr. Und künstliche Dringlichkeit, also Timer und erfundene Knappheit, kam für mich auch nie in Frage. Aber bei der dritten Sache, da muss ich euch was gestehen. Die Rabattschilder von den Shops einfach übernehmen und anzeigen, genau das habe ich die letzten Jahre gemacht. Nicht aus Kalkül, sondern weil ich die Zahl nicht hinterfragt habe. Ein Shop meldet uns, vorher so und so viel, jetzt so und so viel. Und ich habe das Feld einfach übernommen und angezeigt. Das Rabattschild vom Shop 1:1 durchgereicht. War mein Fehler. Deshalb habe ich mich nach der Auswertung vom Video hier direkt an die Arbeit gemacht und aufgeräumt. Und zwar radikaler, als ich am Anfang selber dachte. Erst wollte ich nämlich so eine Art Marktcheck bauen. Also die Rabattschilder nur noch dann anzeigen, wenn der Preis dahinter wirklich der beste am Markt ist. Damit wären so ungefähr 6 von 10 Rabattschildern rausgeflogen. Und beim Einbauen, da habe ich selber erst verstanden. Auch die restlichen 4, die erzählen dir eigentlich die falsche Geschichte. Nämlich billiger als vorher hier in diesem einen Shop. Du erinnerst dich? Aber nicht global der günstigste. Also habe ich sie alle abgehängt, alle 1039.
RumX zeigt also heute keinen einzigen Shop-Strichpreis mehr an. Auf keiner Karte, auf keiner Rum-Seite, in keiner App-Ansicht. Das einzige minus x%, das du bei uns ab sofort noch siehst, das ist quasi der eigene shop-übergreifende Wert. Also der günstigste Gesamtpreis am Markt ist wirklich gefallen. Wie streng? Das zeige ich dir in Teil 3. Ach ja, und dieser Angebotsfilter auf der Seite, der heißt jetzt auch nicht mehr Angebot, sondern Preissenkungen. Dazu gehört auch noch eine Geschichte aus der Community. Die war nämlich eines der Grundideen für dieses Video und am Ende auch für diesen ganzen Umbau. Ein paar von euch, die haben sich nämlich gewünscht, die alten Angebote nach Rabattprozenten zu sortieren. Die dicksten Prozente zuerst, und ich verstehe den Wunsch total, klingt ja nach einem richtig coolen Schnäppchenradar. Aber jetzt weißt du ja, was das in Wahrheit sortieren würde. Die lautesten Anker nach oben, minus 57% auf einen Preis, den keiner zahlt, ganz oben. Der günstigste Preis ohne Schild, der wäre ganz unten, wo ihn keiner mehr sieht. Ich hätte also diesem ganzen Rabatttheater eine Bestenliste gebaut. Deshalb ist RumX genau andersrum gebaut. Über 50 Händler, aber ein einheitliches Regal. Wir vergleichen also nicht das Rabattschild, wir vergleichen die Flasche, gleiche Flasche, alle Preise nebeneinander und der Beste gewinnt. Ein Rabattschild braucht es dafür gar nicht mehr. Teil 3, was ich stattdessen gebaut habe. Und das sind jetzt keine Features, das sind Konsequenzen. Jedes Ding hier gibt es nämlich, weil ein Rabattschild genau das nicht kann. 5 Stück sind es, 4 davon siehst du direkt, das 5. arbeitet im Hintergrund. Erstens, der Preisvergleich selber. Wir beobachten über 50 Shops rund um die Uhr und zeigen dir zu jeder Flasche den besten Preis für dein Lieferland. Damit ist jedes Rabattschild überflüssig. Zweitens, der Preischeck direkt unterm Kaufbutton. Da steht der beste Gesamtpreis inklusive Versand, daneben der Durchschnitt aller Angebote und wie weit du darunter liegst. Und ein Detail ist mir da wichtig. Da steht unter dem Durchschnitt und eben nicht gespart. Denn dieser Durchschnitt, den ziehen auch die teuersten Anbieter mit hoch. Drittens, du erinnerst dich an die Nettokurve vom Anfang. 4,44 €, dann 6,99 €, dann wieder 4,44 €. Ich habe ja gesagt, das siehst du gleich nochmal. Genau dieses Bild, das habe ich jetzt für Rum gebaut. Auf jeder Rum-Seite hängt jetzt unter dem Preis der Preisverlauf. Also der günstigste Flaschenpreis über alle unsere Shops. Tag für Tag bis zu 90 Tage zurück. Und zwar nicht, was ein Shop mal verlangt hat, sondern was die Flasche am Markt wirklich gekostet hat. Einen erfundenen Anker, den erkennst du daran innerhalb von einer Sekunde. Du musst niemandem mehr glauben, auch nicht mir selber. Und jetzt der Teil, für den ich echt Überwindung gebraucht habe. Die Kurve, die hängt dann nämlich auch, wenn sie gegen uns arbeitet. War der Preis vor 2 Wochen niedriger, steht da. Jeder Verkaufsberater rät dir von sowas ab. So ein vorher war es aber billiger, bremst halt einfach die Kaufbereitschaft. Der größte Online-Händler der Welt, der zeigt dir so eine Kurve niemals. Bei uns hängt sie direkt neben dem Kaufbutton. Und ist der aktuelle Preis der tiefste in der Kurve, dann steht da auch genau das, Tiefspreis. Viertens, die Preisdrops. Da wollte ich dir ja noch zeigen, wie streng wir messen. Es ist ein Satz. Ein minus x% gibt es bei uns nur, wenn der günstigste Gesamtpreis inklusive Versand fällt über alle Shops hinweg. Und zwar mindestens um 5% und mindestens um 2 €. Sonst gibt es kein Badge. Und das Badge, das kommt nicht allein. Direkt darunter klappt der Verlauf auf und da steht dann die Messung. Also vorher so und so viel, jetzt so und so viel, inklusive Versand. Und in der Kurve siehst du eine Markierung, wann es passiert ist. Die Behauptung, die bringt also ihren Beweis direkt gleich mit. Und wie selten ist das? Wir haben über 6000 Flaschen mit einem Deutschlandpreis aktuell im Marktplatz und davon tragen heute Morgen nicht mal 200 so einen echten Drop. Also rund nur 3%. Also schlägt bei uns eigentlich fast nie was an. Und wenn, dann steckt ein echter Marktdrop dahinter. Alle aktuellen sammeln wir übrigens auf einer kompakten Übersichtsseite, die Preissenkungen. Link ist unten in der Beschreibung. Und 5. der Preisalarm. Der arbeitet im Hintergrund.
Pack dir eine Flasche in der App auf deine Wunschliste und wenn der Preis um mindestens 10% fällt, kriegst du eine Benachrichtigung. Kein tägliches Shop-Hopping mehr und falls die Kurve dir gerade sagt, warte lieber, dann ist genau das der Plan. Preisalarm setzen, zurücklehnen und dann irgendwann gezielt zuschlagen. Und eine Sache noch, bevor das hier zu glatt klingt. Du siehst bei uns nämlich durchaus mal letzte Flasche am Markt oder einen Auktions-Countdown. Das steht bewusst am Markt. Wir zählen nämlich die gemeldeten Bestände über alle unsere Partnershops zusammen. Also letzte Flasche über alle Shops hinweg, nicht in einem einzelnen Laden. Das kann ja nämlich kein einzelner Shop sagen. Dringlichkeit zeigen wir, wenn sie wirklich da ist. Erfinden tun wir sie nicht. Und dieses Video hier, die ist auch eine Werkbank. Also 2 Sachen, an denen ich gerade tüftle. Nichts versprochen, aber ich will dir transparent zeigen, woran ich gerade arbeite. Und ihr sagt mir dann gleich, was ich zuerst fertig bauen soll. Nummer 1 ist die saubere Version von eurem Sortierwunsch. Also diese Preissenkungen danach zu sortieren, wie weit der Preis wirklich gefallen ist. Und nicht nach der lautesten Prozentzahl. Euer Wunsch, aber halt richtig umgesetzt. Nummer 2, ein Preisalarm, der deinen Geschmack kennt. Heute meldet er ja nur, ein Preis ist gefallen. Ich will aber, dass er meldet, ein Rum, der zu dir passt, ist gefallen. Da entscheidet dann dein Match-Score mit, also die Zahl, die dir zeigt, wie gut ein Rum zu deinem Geschmack passt und nicht nur die Prozentzahl. Und der 3. Platz auf der Werkbank, der ist noch frei. Welches Feature wünschst du dir denn? Schreib es mir unten in die Kommentare. Ich lese wirklich alle selber, beantworte die auch und ich entscheide danach, was euch am meisten bringt. Bleibt die Frage, was nimmst du jetzt aus diesem Video mit? Ich gebe dir meine 3-Sekunden-Regel mit fürs nächste Angebot. Egal in welchem Shop. So mache ich selber auch. Erstens, ignoriere das Rabattschild komplett. Zweitens, vergleich die Flasche. Was kostet genau die woanders? Und drittens, die beste Frage überhaupt, hätte ich die auch ohne das Preisschild gekauft? Wenn nein, war es für dich auch nie ein Schnäppchen. Dann hat dich auch nicht der Preis überzeugt, sondern das Rabattschild. Ja, ich weiß, wie das jetzt klingt. Ich erzähle eine Viertelstunde lang, wie sauber denn mein eigener Laden ist. War er aber gar nicht. Zumindest nicht vor diesem Video. Die 1039 durchgestrichenen Schilder, die waren ja mein Versäumnis. Und du hast heute zugeschaut, wie ich sie rausgeschmissen habe. Deshalb habe ich es dir auch lieber gezeigt als erzählt. Die Zahlen aus unserem eigenen Marktplatz, die Urteile mit Aktenzeichen und eine Preiskurve, die auch da hängt, wenn sie gegen uns aussagt. Das kostet mich echten Umsatz, es ist aber trotzdem das Richtige, weil ihr sonst nämlich irgendwann nicht mehr wiederkommt. Und dann wäre es am Ende auch wirtschaftlich die dümmste Idee gewesen. Eine Frage noch zum Schluss. Was war denn das dreisteste Scheinangebot, das dir je untergekommen ist? Erzähl es mir unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf dein Feedback. Nächste Woche gibt es dann ein neues Video-Experiment, das sich ganz viele von euch gewünscht haben, nämlich Cocktails. Dafür bin ich extra nach Heilbronn gefahren zu Stefan Glück, dem Eigentümer der Old Fashioned Bar, und habe ihn gefragt, wie du dir zu Hause den perfekten Rum Old Fashioned baust. Wenn dich das interessiert, lass gerne ein Abo da und ich nehme dich mit auf die Reise. Bis nächste Woche in Heilbronn. Cheers!